Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Sunscreen Sunday. Im heutigen Video werde ich euch eine Sonnencreme in Aktion zeigen, nach der ihr mich unheimlich oft gefragt habt. Und zwar ist es die neue Dewy Sunscreen von The Inkey List mit SPF 30. Ich habe mir wie immer das benötigte Gramm bereits abgewogen und werde das in 2 Schichten auftragen. Ihr kennt ja das Prozedere. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid und euch fragt, warum ich genau 1 Gramm verwende, das liegt daran, dass Sonnenschutzmittel nach einer standardisierten Methode getestet werden, bei der 2 Milligramm Produkt je Quadratzentimeter Haut aufgetragen werden. Das entspricht circa 1 Gramm für mein Gesicht. Trägt man weniger auf, bekommt man natürlich auch nicht den Schutz, der auf dem Produkt deklariert wird. Dann lege ich mal los und würde zunächst mein Gesicht mit meinem Gesichtswasser einsprühen, damit meine Haut noch ein bisschen Feuchtigkeit bekommt und damit sich die Sonnencreme besser verteilen lässt. So, und dann starten wir mal. Das ist der erste Swipe. Ich denke, ihr könnt ganz gut sehen, dass die Sonnencreme recht cremig ist. Und so sieht die Sonnencreme von The Inkey List direkt nach dem Auftrag aus. Das Finish ist schon dezent glänzend, aber das Produkt selbst fühlt sich nicht zu fettig bzw. reichhaltig an. Man hat schon das Gefühl, was drauf zu haben. Also sie hat auch diesen pflegenden Effekt und erzeugt auch einen dezenten Film auf der Haut. Schauen wir uns mal die Inhaltsstoffe an. Die UV-Filter-Kombi ist relativ oldschool. Es wurden unter anderem Octocrylen und Avobenzon miteinander kombiniert. Avobenzon ist ein UVA-Filter, der relativ instabil ist bzw. als relativ instabil gilt und durch das enthaltene Octocrylen stabilisiert wird. Der UVB-Schutz erreicht einen Wert von 30, während der UVA-Schutz dank UVA-Siegel auf der Umverpackung bei mindestens 10 liegt. Die Schutzleistung wäre für mich persönlich nicht ausreichend, zumindest nicht für Outdoor-Aktivitäten, vor allem da die Sonnencreme auch nicht wasserfest ist. Ansonsten enthält die Sonnencreme von The Inkey List einige antioxidative Inhaltsstoffe sowie die namensgebende Polyglutaminsäure, welche feuchtigkeitsbindend wirken kann, und das Produkt kommt ohne jegliche Beduftung aus. Wenn ich ehrlich sein soll, ist das keine Sonnencreme, die ich mir privat gekauft hätte, was unter anderem daran liegt, dass die Formulierung nicht mal mit unseren hiesigen Drogerieprodukten mithalten kann. Das mag unter anderem daran liegen, dass The Inkey List zwar in Großbritannien gegründet wurde, aber ich glaube, dass die vor allem für den amerikanischen Markt produzieren und da in den Vereinigten Staaten nach wie vor einige moderne UV-Filter nicht zugelassen sind, ist man da natürlich sehr beschränkt, was Sonnenschutzformulierungen angeht. Und ich finde einfach, dass wir im europäischen Raum super viele Sonnenschutzprodukte bekommen können, die eine sehr moderne Formulierung aufweisen. Und dementsprechend hätte ich mir das jetzt einfach aus privater Sicht nicht unbedingt zugelegt, aber ich wollte euch diese Sonnencreme einfach nochmal in Aktion zeigen und euch erklären, warum ich sie mir privat nicht gekauft hätte. Und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich die Sonnencreme nur durchschnittlich. Ich finde, da können manche Drogerieprodukte locker mithalten, die natürlich deutlich günstiger sind im Vergleich zu dieser Sonnencreme von The Inkey List. Das Finish ist halt recht pflegend und fühlt sich samtig an. Also es ist jetzt nichts absolut Besonderes, was aus
aus meiner Sicht den Preis rechtfertigen würde. Aber nur um ein paar Vorteile zu nennen, die Sonnencreme verzichtet komplett auf Beduftung. Das heißt, alle Menschen, die duftempfindlich sind oder eine Duftstoffallergie haben, können sich das Produkt definitiv mal anschauen. Ich meine, sie sieht jetzt auch nicht schlecht auf der Haut aus, sie weißelt nicht, sie funktioniert auch gut unter Make-up und zumindest bei mir brennt sie nicht in den Augen. Und das war's schon mit dem heutigen Sunscreen Sunday. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr die neue Sonnencreme von der Inkey List bereits ausprobiert habt oder ob ihr überhaupt Interesse daran habt. Und falls ihr den letzten Sunscreen Sunday verpasst haben solltet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.